So wie es aussieht, habe ich das Gefängnis gefunden. Oder fragiles Bauwerk, kurz vorm Zusammenbrechen. Denn sobald der Wind da ist, fliegen die Metallteile umher. wir haben für diese Woche einen Scooter gemietet, weil wir einfach mal ein bisschen die Insel erkunden wollen. Und Scooter ist auch ein bisschen günstiger als Auto, aber vor allem wir stehen da halt voll drauf. Es macht viel mehr Spaß als mit dem Auto umherzufahren und deswegen haben wir uns für einen Scooter entschieden. Jetzt warten wir allerdings drauf. Es ist jetzt mittlerweile Nachmittag und der Scooter ist immer noch nicht da. Wir haben auch noch nicht so eine wirkliche Rückmeldung, also wir hoffen mal, dass das klappt. Ansonsten müssen wir uns halt für diese Woche was anderes überlegen. Hast du jetzt endlich den Scooter bekommen? Ja, ich habe endlich den Scooter bekommen. Nach meiner hartnäckigen, unvergesslichen Art und Weise haben sie dann doch einen vorbeigeschickt scheinbar. Und vor einer Viertelstunde ist mir der übergeben worden. 2 Tage zu spät. 2 Tage zu spät, aber dafür wird natürlich auch das Ganze um einiges günstiger. Statt 300 brauchen wir nur 200 zu bezahlen. Für 5 Tage. Sicher nicht extrem viel wenig, aber was soll's. Jetzt kann man morgen endlich eine Runde drehen. Wird ja mal Zeit. Jetzt können wir feiern, dass endlich soweit ist, ja? Ja, das kann man wohl sagen. Das ist die größte Scheiße, die mir je passiert ist. 2 Tage lang rumsitzen, aber es ist wahrscheinlich Karibik. Heute ist der erste Tag und da machen wir noch nicht so viel. Wir lassen es eher ein bisschen ruhig angehen. Wir sind hier unten in Woburn Bay, in Lower Woburn. Und dann fahren wir hier mit dem Scooter einfach hier nach oben, nicht über Woburn, aber über Springs. Und dann kommen wir hier, hier generell ist die Altstadt oder die Stadt von St. George. Und wir gehen dann hier rüber, da ist Fort Matthew und Fort Frederick. Das ist so unser Hauptplan für heute. Und kann es losgehen? Ja, es kann losgehen. Wir haben jetzt hier, sind wir da ist die Tür hinter mir, sind wir jetzt beim Bezahlen. Also wir müssen erstmal bezahlen für Svens PCR-Test und jetzt ist er gerade im Labor und da kriegt er so einen Zettel, wo quasi der Arzt dann quasi alles ausfüllt und danach geht es zum eigentlichen Abstrich. Das Problem ist hier nur keinerlei Schilder. Also die Leute wissen schon Bescheid, aber es ist halt schwierig hier sich zurechtzufinden, es ist das totale Chaos. Jetzt warten wir hier, oder wie? Bisschen aufgeregt. Bin ich aufgeregt, aber das Durcheinander hier regt mich auf. Erst zur Kasse, dann zum Arzt. Eigentlich doch nicht zum Arzt, weil der füllt nur ein Formular aus. Dann wieder zu einer neuen Stelle. Alles nur totale. So wie es aussieht, habe ich das Gefängnis gefunden. Oder was mal das Gefängnis war. Also alles so Zellen nebeneinander. Und hier sieht man ja auch schön das mit Gitterstäben und alles mögliche. Das ist hier richtig so eine, hier siehst du ein ganzer Gang. Und das ist alles voll mit so kleinen Zellen.
fragiles Bauwerk kurz vorm Zusammenbrechen. Denn sobald der Wind da ist, fliegen die Metallteile umher. Und es ist alles sehr wüst. Die scheinen es aber in Ordnung zu halten. Hier gibt es ja die Gefängniszellen. Ja, die ich sehe, da sind die Türen neu gemacht und hier die Bühne und alles. Ich sehe, wie alles zusammenfällt. Da oben und überall. Baufällig. Naja, ist egal. Mir gefällt es nicht. So, heute fahren wir als erstes zu einer in der Schokoladenfabriken. Das heißt, wir starten hier im Süden. Hier liegen wir in Woburn und fahren halt einmal hier lang. Da ist St. George und dann einmal hier komplett an der Küste lang bis nach Victoria. Und hier ist dann Juwai bzw. Diamond, so heißt der Ort, die Schokoladenfabrik. Und dann geht es hier wieder zurück über Gouyave und dann einmal quer durch bis nach Grenville. Und dann fahren wir zu Perth Airport. Das ist ja der älteste Flughafen hier. Da liegen noch 2 alte russische Flugzeuge. Das wollen wir uns angucken und danach geht es hier wieder in den Süden, bis wir wieder zurück sind. Wir sind jetzt hier gerade an der Schokoladenfabrik. Hier wird wirklich die Kakaobohne wird hier angebaut und auch verarbeitet. Also wird alles selber gemacht. We do 2 different types of sorting. So we're gonna sort by size, because we don't want the smaller ones to roast faster than the bigger ones. And also, we're going to sort just in case we have any particles in between, like gravel or stone or so on. And we're going to grind it and it's going to come out as a paste. Okay. Now we're going to take this paste and we're going to bring it to this machine right here called the refiner. So we're going to refine this paste 5 times. Now if we're making the 100%, this is the liquor. This is what we call the pure cocoa, because we add nothing to it, no sugar, nothing whatsoever. From this, we're going to take it and make our 85-gram bars straight away. Now, if we're making the 60% chocolate, this is 40% organic cane sugar added to it. From the refiner, we're going to bring it over here in the crunch. Now, you're going to spend 72 hours in the crunch with the sugar and also the cocoa fat. Now the cocoa fat is something we actually get from the beans itself as well. So we're going to bring it here. From there, you're going to store in the silver tank. Now the room behind the silver tank is what we call our tempering room. This is where we're going to add the temperatures to the chocolate and also the different flavors as well. So right there is where we're going to make our 85-gram bars. Then we have the cold room, the packaging room and so on. Now this machine. Leider können Sie diese Tree-to-Bar-Tour, also wo gezeigt wird, eine richtige längere Tour, wo eben auch gezeigt wird, dass wie Sie es anbauen, wo Sie es anbauen, wie Sie es verarbeiten, wo es getrocknet wird. Und
und alles, wie es genau verarbeitet wird, also dass man da auch überall hingehen kann und das alles sieht. Das machen sie zurzeit nicht oder dürfen sie halt nicht machen wegen Corona. Aber die Tour, die wir jetzt gekriegt haben, die war auch schon sehr cool. Also wir haben halt so einen kleinen Einblick gekriegt. Und also auf der Atlantikseite, und das ist ja so der frühere Flughafen gewesen. Ich glaube 1948 oder sowas in der Dreh. Und hier sind noch, wie du siehst, eins von 2 russischen Flugzeugen übrig geblieben. Die fallen jetzt halt Schritt für Schritt. So, wo geht's jetzt hin? Nach Hause. Nach Hause. 2 Stunden Scooterfahrt. Ja. Oder so ähnlich. Mal schauen.